Wir haben gerade ein massives Problem an Kanarik. Dadurch, dass es Sonntag ist, haben ja alle Läden zu gehabt. Haben sich ein bisschen unterschätzt. Schwierig, dass es Sonntag ist. Ein bisschen überschätzt. Und dann hat der Miguel wieder angefangen, die Leute anzusprechen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wohnst du hier? Ja. Habt ihr eventuell noch was zu essen, also Pasta oder Teigwaren zu Hause? Okay. Aber es hat uns niemand zu essen gegeben. Ah, Scheiße! Nein, die Tasse! Wollen Sie nicht meinen, dass es heiß macht? Leben am Limit. Ich habe definitiv gedacht. Alter. Unglaublich. Leute, meine Message von diesem Video. Redet mit Menschen, sprecht die Leute an, geht auf Menschen zu. Und dann sind wir weitergefahren, dann sind wir irgendwann so an einem Caravan-Park gekommen. Da hat es auch eine Frau gehabt, die so draussen rumgelaufen ist, oder ein Mann, ich weiss nicht mehr genau. Und dann hat der Miguel die gefragt. Und wir sind so nett gewesen, und sie haben uns dort gegeben Spaghetti, Reis und Linsensuppe geschenkt. Also wir haben jetzt einfach eine Nacht geschenkt. Boah. Also das ist ein fetter Respekt an Menschen. Das ist einfach ein fetter Respekt. Also Essen haben. So, nächster Point ist noch einen Campingplatz erreichen und dann hoffentlich rein kann. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut. Es fühlt sich scheiße an, am Plötzlich. Es fühlt sich scheiße an, dass es verspottet ist, aber ich bin an einem Punkt, wo ich es aufgebe, am 6. Uhr vor Ort zu sein. Mein Traum war wirklich 8, 9 Uhr losfahren, wirklich spätestens 9 Uhr, nicht Viertel ab 9, sondern wirklich 8, 9 Uhr und dann 6 Uhr ankommen. Und es ist der 3. Tag und wir schaffen es nicht. Also ich gebe so, ich möchte mir gar keine Hoffnungen machen, weil sonst wenn ich mir Hoffnungen mache und sehe es mir natürlich gerade aus, ja. Aber deswegen ja, ich gebe mir jetzt einfach damit recht, bis 8 Stunden Schlaf ist halt das so. Let's go! Oh! 400 Meter bis zum Dorf. Oh, geil! Oh, ist Zeit geworden, ist Achse. Das ist eindeutig. Oh, shit! Ja, ich glaube jetzt nicht, dass da jemand ist. Nein, Was ist jetzt? halb 9. Okay. Nein, es wird aber. Es geht ja voll, ich dachte, das ist irgendwie schon 10. Boah, das hat sich so gut angefühlt, dass wir jetzt endlich angekommen sind. Ja. Ah. Geil. 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 Ey komm, wir haben zwar viel erlebt heute, viel Scheiß, aber das ist trotzdem wert. Morgen ist scheiße gewesen. Der Tag ist mit dem Wetter und mit allem oben wieder beschissen. Ist. Boah, also ein Fehl nach dem anderen. Heute ist echt nicht der Tag. Jetzt ist das Feuerzeug leer. Also Tipp für das Leben: nehmt immer 2 Feuerzeuge mit. Weil wenn 2 tot sind, dann ist wirklich ein Fail. Ja, jetzt bin ich. Ich sagte, ich bin nur noch am Menschen ansprechen. Ohne die Gesellschaft wären wir schon lange verloren. Ja. Es hat so viel Wind, es hört die ganze Zeit fast auf. Also es geht die ganze Zeit fast ab, deswegen behalte ich das Feuerzeug jetzt mal. Nachher gibt es dann noch Pasta oder Reis. Mal schauen, je nachdem wie viel Hunger wir nach der Linsensuppe noch haben. Ich denke, es wird noch eins von beiden geben. Ich denke, es wird noch Pasta geben. Die Reis behalten wir für morgen. Danke. Je nachdem wie viel wir Hunger haben. Das geilste Teil steht, Valentin ist am Duschen. Ich weiß nicht, ich möchte einfach zuerst essen und am Schluss dusche ich dann.
Ja, aber ich habe richtig Hunger, ich freue mich richtig. Und ich weiß nicht, ich habe das gestern schon gemerkt, das Kochen, das ist so, es löst bei mir etwas Positives aus. Daheim, wenn ich koche, okay, aber ich finde es jetzt so doof, einen kleinen Gaskocher selber zu kochen, finde ich extrem, es macht mich richtig happy so. Es löst mega viel Dopamin aus. Und mein Handy vermisse ich gerade gar nicht. Ich kann jetzt kurz die Zeit schauen, weil es 8 bis 10 Minuten, aber sonst, wie man sieht, es kämpft, dass es nicht ausgeht. Ja, der Valentin ist jetzt am Duschen, aber er hat gesagt, ich darf schon anfangen, also, bin gut, Ich finde, die ist saugeil, die Linsensuppe, also das ist wirklich das Highlight vom Tag, die Linsensuppe. Jetzt wird's Zeit. Jetzt wird's Zeit. Für die Challenge für gestern. Ich weiss, es war die Challenge für gestern gewesen, aber gestern, naja, unterwegs alles auspacken ist ein bisschen blöd. Also Folgendes. Ich muss 2 Sachen abgeben. Also was ich glaube wirklich weggeben kann, ist meine kurze Hose. Und gut, ich könnte einfach, also es ist nicht die Idee von der Challenge, aber ich meine, ich könnte meinen Wäschesack mit dreckiger Wäsche. Ist okay, wenn ich den Kochtopf in den Sack gebe? Ich kann euch ganz risky, ich kann die Regenhose weggeben. Also, ich habe jetzt hier die kurze Hose, die Brille, habe meine Overall, eine Leuchtweste und die Schweizer Fahne. Jetzt muss ich mich entscheiden, was ich weggebe. After meticulously, painstakingly, and exhaustively scrutinizing every conceivable option within the expansive realm of possibilities, the answer to your question, resolute and unequivocal in its nature, is maybe? Ich nehme jetzt tatsächlich, ich gebe die kurze Hose weg und ich gebe die Schweizer Fahne weg. Machen wir das! Jetzt wird die kurze Hose eingepackt und die Schweizer Fahne eingepackt. Die Schweizer Fahne tut mir gerade echt ein bisschen weh, die kurze Hose, naja, wird jetzt eh nicht so heiß. Also. Wenn, dann muss ich halt eine kurze Hose umwerfen. Jo, So, Valentin, was gehst du ab? Ist mir jetzt eigentlich, ich habe ursprünglich gedacht, auch da abzugehen, aber es ist ja nicht genau definiert, was jetzt das Objekt sein muss. Habe ich mir einfach gedacht, ich habe 62 Liter Apfelsäcke hier. Die sind grösser als meine Handfläche, kleiner als meine Elle. Also, das kommt glaube ich in Ordnung. Und wenn man die bis jetzt nicht braucht, dann brauchen wir sie glaube ich jetzt auch nicht mehr. Und das Geile ist, wir können auch neu kaufen. Dann fahren wir 9 ab, heute sind es nur 120 km. Also nur, geil. Klar, eine halbe Stunde fahren macht einen Unterschied. Ja, am 8. müssen wir spätestens in Köln sein. Ich bin eigentlich zuversichtlich für heute. Also. Ja, so wie Theorie. Es könnte sein, dass unsere Anreise mit 20 Uhr etwas knapp wird. Ist es absolut unmöglich, nach 20 Uhr noch auf den Platz zu kommen? Babu, let's go! Der Traum für mich ist immer nach Köln fahren zu sehen. Auf Holz liegen ist einfach geil. Und ich sehe das schon gar nicht so als Ziel, weil es irgendwie nur eine Zwischenetappe ist. Aber also, das ist eine coole Challenge, die man erst eigentlich ist das so das Ziel für mich. Ich habe so Schiss, da reinzufahren, weil jetzt muss ich campen. Ich frage, jetzt muss ich campen. Babu, let's go!